Servus zusammen zum heutigen Video. Wir wollen uns hier heute die neue aktuelle Zwei-Spieler-Starterbox Operation Blackwind von Infinity Code One ansehen. Natürlich ist dieses Set auch für Infinity N4-Spieler geeignet und wir wollen uns hier die Box mal den Inhalt ansehen und natürlich, ob da jetzt das Ganze etwas für Einsteiger ist oder vielleicht auch nicht. Grundsätzlich vorab mal schnell zur Box selbst. Ich habe auch noch gar nicht reingeschaut. Auf der Hinterseite sehen wir natürlich typisch bei solchen Boxen, was wir hier an Inhalt bekommen. Etwas größer abgebildet die Figuren der beiden Armeen und dann nochmal auf der Unterseite ein Gesamtbild mit dem Ganzen, was uns noch erwartet, und das Ganze natürlich auch noch mal hier in schriftlicher Form. Dann, wie wir auch schon hier sehen, dass die Box ist für 2 Spieler geeignet, weil wir haben eben 2 Armeen enthalten und auch alle weiteren Informationen. Vielleicht noch interessant, die beiden Fraktionen, Aleph und Hagislam, die uns hier erwarten. Sonst eben nichts sonderlich Spezielles. Bei der Box vielleicht noch auf der Vorderseite dieser Aufkleber. Wenn ihr die Box vorbestellt habt, habt ihr diese HVD-Figur von Pandora dabei als Pre-Order Exclusive, die hier dann in der Box dabei ist im regulären Set nicht drinnen. Aber was man sagen kann, diese Box ist meistens auch die dann noch eine ganze Weile auch bei dem einen oder anderen Händler zu finden sein wird, sodass auch in möglicherweise einem halben Jahr oder Jahr immer noch Boxen bei Händlern sein werden, die dann eben diese Vorbestellerfigur mit enthalten haben. Das hatte ich zum Beispiel bei einer älteren Box, die ich mir erst ein ganzes Weilchen später geholt habe und da aber eben auch die Version noch bekommen hatte mit dieser Pre-Order-Figur dabei. Aber halten wir uns gar nicht länger auf und schauen gleich mal rein in die Box. Gleich mal oben vorweg haben wir hier das Operation Blackwind Booklet. Ich habe es jetzt hier schon mal ausgepackt. Ich gebe es aber jetzt mal zur Seite. Das sehen wir uns dann gleich an, weil das ist in erster Linie dann für die Anfänger von Interesse. Wir bleiben hier jetzt mal beim anderen Inhalt, der dann für alle interessant sein könnte. Klarerweise für die Figuren brauchen wir die Bases, die dabei sind, für alle unsere Modelle. Auch das sind die neueren Bases, die man schon aus letzter Zeit von Infinity kennt. In die 180 Grad Sichtbereich eingezeichnet bzw. markiert sind. Also auch das nichts Besonderes Neues. Dann klarerweise für beide Spieler haben wir hier Würfel dabei, jeweils 3. Auch mit normalerweise immer dem Symbol der jeweiligen Armee. Auch das haben wir hier wieder. Auch etwas Bekanntes. Und ist ganz nett, weil man mit 3 Würfeln eigentlich schon ganz gut zurechtkommt. Ich würde so 4 Würfel empfehlen, 4, 5. Aber mit 3 sollte man eigentlich schon ganz gut zurechtkommen. Und das gleiche haben wir auch hier dann nochmal für Hagislam. Und auch hier im Vergleich zu den anderen Hagislam-Würfeln, die es schon mal gegeben hat, gibt es auch hier wieder neue Würfel. Also auch für Sammler eventuell von Interesse, falls einen das interessiert. Dann natürlich klarerweise hier in diesem Kunststoff haben wir dann die ganzen Figuren. Die werden wir uns jetzt nicht alle hier im Detail ansehen, denn wir haben schon gesehen auf der Verpackung hier, was wir an Figuren für die beiden Armeen bekommen, inklusive dann eben noch unsere Exklusivbestellung bzw. Exklusivfigur, die hier dann dabei ist in der Vorbestellerpackung. Und da wird in Zukunft dann sicher noch mehr kommen in Bezug auf eben auch Einstiegsvideos zum Anfangen von Infinity und Aufbauen. Und das werden wir dann alles hier im Zuge mit diesen Figuren aus der Box hier dann erledigen. Da könnt ihr euch definitiv noch auf das ein oder andere Video dann zu dem Thema freuen. Aber wie gesagt, wir haben hier dann eben unsere Figuren noch enthalten und eben dann noch die exklusive Figur. Und wenn man sich das Ganze hier dann auch so ansieht, da ist dann schon eigentlich eine
ganze Menge an Figuren dabei für beide Seiten. Also man kommt da schon auf ganz gute Anfangsarmeelisten, die man damit spielen kann und einmal ein bisschen sich in das System einarbeiten kann. Und dann zum Schluss haben wir hier noch das Geländeset, das hier neu kommt, und auch das ist, wie wir es schon zuletzt gesehen haben von Corvus Belli, auch wieder ein harter, also ein dickerer Karton und nicht mehr dieses Papiergelände, sondern da ist ja in den letzten Jahren auf dieses Geländesystem umgestiegen worden. Und auch hier haben wir wieder die gleiche Zusammenstellung, die man schon aus den letzten Sets kennt, mit eben 2 großen Gebäuden und 2 kleineren Gebäuden, inklusive einer ganzen Reihe noch an Zusatzdingen wie eben Reklamen und Ähnlichem, um Deckung zu liefern. Und was hier eben auch ganz schön ist, diese beiden Gelände, jeweils ein großes und kleines, können dann eben auch, wie es hier dann zu sehen ist, aufeinander gestellt werden, um ein höheres Gebäude zu bekommen, und sind vermutlich dann auch, wie bereits bekannt, dann auch zweiseitig verwendbar, sodass man mit 2 Sets dann doch recht verschiedene Gelände zusammenstellen kann. Aber ich hätte gesagt, wir schauen jetzt trotzdem noch mal kurz rein. Ich mache da kurz das Plastik ab und dann sehen wir da mal kurz rein. Ich denke, es war auch eine ganz gute Idee hier, das Ganze auszupacken, denn mir ist gerade eingefallen, da sollte ja noch mehr drinnen sein und das werden wir uns ansehen. Schon mal zum einen vorweg, was wir hier sehen, wir bekommen hier ein Spielfeld, das eignet sich zumindest mal, da es auch nur aus Papier ist, für die ersten Spiele, speziell eben natürlich auch mit der Einsteigerbox hier, und so hat man schon mal einen schönen Untergrund, würde aber dennoch empfehlen, in irgendeiner Form auf eine Matte dann in späterer Folge auszuweichen, vor allem weil das nicht die regulären 48 x 48 Zoll sind, sondern ein ganzes Stück kleiner. Dann hier, wie gesagt, wir haben hier dann die verschiedenen Bögen für die Gelände und diese sind, wie wir hier dann auch sehen, wieder zweiseitig bedruckt, sodass man ein bisschen was an Auswahl hat, mit natürlich auch hier im Inneren der Umverpackung die Beschreibung, wie die Gelände zusammenzubauen sind. Das geht eigentlich auch ganz easy und einfach von der Hand. Wenn man das einmal gemacht hat, ist das kein Problem. Und hier jetzt das, was mir noch eingefallen ist, wir haben nämlich hier natürlich auch für Anfänger vor allem interessant auch noch 2, ich glaube 2 Bögen müssten es sein, ja, 2 Bögen dabei mit dann eben hier Silhouettenmarkern und eben Feuerschablonen und auch tatsächlich ein Maßband und eben schon, wie wir hier sehen, auch diverse Marker, die auch zweiseitig bedruckt sind. Und das gleiche hier dann auch nochmal mit eben dann Ordermarkern, diversen Wundenmarkern, Objective-Markern, die man hier dann eben auch für die diversen Missionen braucht und für Rauch- und Explosivschablonen. Und natürlich das Ganze auch wieder zweifach bedruckt und das auf eine gute Art und Weise. Hier hat man eben seine Order-Tokens, die dann auf der anderen Seite schon mit den Bewusstlosmarkern dann bedruckt sind, um so dann auch das ganz gut managen zu können in Bezug auf, wie viele Marker hat man noch zur Verfügung, wie viele Order. Also finde ich ganz gut. Und das gibt es hier dann eben auch noch in diesem Geländeset dabei und ist auf alle Fälle dann für Anfänger von Interesse. Ansonsten sollte man natürlich genug von diesen Markern haben, aber bietet sich natürlich immer wieder an, wenn man hier was braucht. Vor allem, was hier auch interessant ist, dieses Set gibt es auch einzeln zu kaufen für, ich glaube, ungefähr 35 €, wenn es mich nicht ganz täuscht, oder 40 vielleicht mittlerweile. Also ihr müsst nicht die Operation Blackwind Box kaufen, sondern ihr bekommt das Ganze auch hier dann nochmal einzeln, wenn ihr das wollt. Und so kann man dann auch ganz gut bestehendes Gelände auch zum Beispiel erweitern. Und hier nochmal das Operation Blackwind Booklet. Das ist eben speziell etwas, das für Anfänger geeignet ist bzw. gedacht ist. Deswegen auch Teil dieser 2-Spieler Starterboxen. Ihr bekommt hier am Anfang eben ein wenig Fluff zu den beiden Armeen, die in der Box enthalten sind, inklusive dann eben auch
Artworks und Bilder der Figuren. Das Ganze dann auch Operation Blackwind, was das überhaupt ist im Fluff-Bereich. Und dann, und das finde ich ganz interessant, gibt es hier dann eben mehrere Missionen, die aufeinander aufbauen, die dann eben ganz genau uns hier dann sagen, was wir brauchen an Figuren. Und so wird uns das Spiel dann auch Schritt für Schritt beigebracht. Hier werden dann die Regeln auch erklärt, die Anfangsregeln für Infinity. Und so kann man sich als Anfänger ganz gut eigentlich durchhangeln und durcharbeiten. Nach ein paar Seiten hier eben dann auch nochmal am Ende den Aufbau dieser ersten Mission. Und wie wir hier dann auch sehen, das Ganze startet mit 3 Modellen pro Seite, so mal für ein erstes Testspiel, für eine erste Einführung. Und dann gibt es hier dann eben noch mehrere weitere Missionen, die dann aufeinander eben aufbauen und immer mehr Komplexität und auch mehr Figuren mit reinbringen, sodass man hier dann Schritt für Schritt Infinity eben lernen kann. Und wir bekommen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, hier dann insgesamt eben 5 Missionen, die das Ganze dann immer weiterführen und uns so als Anfänger schon mal einen ganz guten Einblick verschaffen, was Infinity spieltechnisch betrifft. Und so kann man für eigentlich vergleichsweise wenig Geld, die Box gibt es so für 100, 110 Euro im Einzelhandel, kann man hier schon mal sehen, ob einem das Spielsystem zusagt. Und natürlich die kompletten vollständigen Regeln für Infinity Code One und natürlich auch N4 sind natürlich auch kostenlos im Internet verfügbar. Also wenn jemand nur mal in die Regeln reinschnuppern möchte, kann er das gerne auch natürlich auf diese Art und Weise machen. Ihr findet dazu auch wieder in der Videobeschreibung die Links zur Infinity Homepage, wo ihr euch das Ganze dann runterladen könnt. Und dann am Ende nach den Missionen haben wir hier dann eben dann noch einen Ausblick mit Beyond Operation Blackwind. Das ist dann eben die nächste Erweiterungsbox nach der 2-Spieler-Starterbox hier, wo uns dann ein bisschen die Modelle vorgestellt werden, die hier dann enthalten sein werden in dieser weiteren Box. Jeweils 3 Figuren pro Seite, die wir hier dann bekommen. Und ganz zum Schluss erhalten wir hier noch die Profile beider Armeen, die eben hier enthalten sind mit den Figuren. Und dann ganz interessant vielleicht noch für wirkliche totale Anfänger im Hobby, hier dann noch eine Anleitung in Bezug aufs Zusammenbauen und Bemalen der Figuren. Und eben für alle Code One Spieler und Anfänger interessant dann noch hier ein kurzer Überblick, was uns so erwartet, beziehungsweise was es hier so gibt. Genau, das war es dann schon. Und da sehen wir eben die verschiedenen Fraktionen. Hier hat es damals angefangen mit dann eben Combined Army und O12. Das war die erste Starterbox und da sieht man eben schon, was es hier eben dann aktuell gibt. Und mit den Faction-Boxen, und das baut sich dann eben so auf mit Support-Packs und so weiter. Und da hat man einen sehr guten Überblick darüber, welche Figurenboxen das es dann eben gibt für Infinity Code One im Speziellen, da hier eben das Sortiment an Figuren etwas eingeschränkter ist. Und wir sehen hier auch, dass wir mittlerweile eine ganze Reihe von Fraktionen haben, die wir hier dann auch bei Code One spielen können. Und wir sind eben hier jetzt mit der Operation Blackwind Box, die wir uns hier gerade angeschaut haben, mit eben den beiden Armeen Aleph und Hagislam. Und eben, wie schon gesagt, hier wird dann noch eine Beyond Box kommen, die hier dann schon angeteasert ist, beziehungsweise ist die schon heraus. Dann eine Direfoe Box gibt es auch, die nochmal jeweils einen weiteren Charakter dazu bringt für jede Armee und ein weiteres HVT-Modell für Missionsziele. Und das Ganze geht halt hier dann weiter mit diesen ganzen anderen Dingen wie eben Support Packs mit Doktor und Ingenieur, Remote Packs mit eben Drohnen. Dann kommt auch für jede Fraktion immer ein Tag, der uns hier dann noch erwarten wird. Und dann baut sich das Ganze bis zum Schluss dann noch auf. Und das ist dann alles an Produkten, was wir dann bekommen werden im Verlauf dieses kommenden Jahres sozusagen, bis dann im nächsten Jahr wahrscheinlich die nächste 2-Spieler-Starterbox erscheinen wird. Und damit ist dann eben auch diese Blackwind Box hier dann wieder dann irgendwann
weg und wird wieder ausgetauscht und die beiden Armeen hier, diese Sets werden dann wieder in Form von Action Packs dann wahrscheinlich neu erscheinen, zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, und das war alles in allem der Inhalt der Box. Meiner Meinung nach kennt ihr eh schon, wenn ihr so das ein oder andere Infinity Unboxing von mir gesehen habt, vor allem was diese 2-Spieler Starterboxen betrifft. Die sind natürlich immer sehr, sehr gut geeignet, um damit anzufangen. Auch ist das Grundkonzept schon seit Jahren das gleiche, da ändert Corpus Belli auch nichts daran. Daher bleibt auch meine Entscheidung die gleiche, dass das eben ein guter Einstiegspunkt für neue Spieler vor allem auch ist, eben auch weil man solche Booklets dann auch bekommt, wo man auch Schritt für Schritt ans Spiel herangeführt wird mit einer überschaubaren Anzahl an Regeln und überschaubarer Anzahl von Figuren, zusammen eben dann noch mit Gelände, das man bekommt und für beide Spieler bereits eine Reihe von Würfeln, sodass man schon ins Spiel einfach mit dieser Box einsteigen kann und sonst nicht mehr wirklich was dazu kaufen muss, außer natürlich Kleber, um die Figuren zusammenzubauen. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert hat und ihr dann in Zukunft dann gern auch mehr davon sehen wollt, was Infinity betrifft, Code One betrifft und natürlich auch, was hier dann noch weiter passieren wird in Bezug auf diese 2-Spieler-Box, wo wir uns dann eben die Armeen aufbauen werden und diese Missionen dann auch Schritt für Schritt uns ansehen in Form von kleinen Einführungsspielen. Dann überlegt euch vielleicht, falls ihr es nicht schon gemacht habt, den Kanal gerne zu abonnieren, würde mir weiterhelfen. Gerne auch ein Like oder Kommentar da lassen. Und ich werde mich jetzt mal hinsetzen und mich mit den Figuren und dem Inhalt der Box weiter beschäftigen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.